Der erste Punkt, warum man den Sinn im Leben verfehlt hat, verloren hat, ist was? Der Glaube an Gott ist verloren gegangen. Aber früher hat man sehr die Religion ernst genommen, auch praktiziert, auch durchgeführt. Aber mittlerweile hat man den Glauben an Gott verloren. Was sagen die noch? Ich habe Gott noch nicht gesehen. Wenn Gott sich zeigen würde, dann wäre das auch keine Prüfung. Weil wir davon überzeugt sind, dass das Leben eine Prüfungswelt ist. Man glaubt an Sachen, die man aber nicht gesehen hat. Siehst du Strom? Aber du siehst die Auswirkungen davon, oder? Wenn es Gott gibt, warum passieren so viele Ungerechtigkeiten? Das ist kein Beweis dafür, dass es keinen Gott gibt. Das ist vielmehr ein Beweis dafür, dass du ein falsches Konzept über Gott hast. Des Weiteren, die Leute missachten oder ignorieren die rechtliche Zeichen, das heißt die Rechtsleitung. Man ignoriert einfach die Rechtsleitung. Das heißt, Allah, unser Schöpfer, macht uns auf diverse Phänomene, Wunder aufmerksam. Wie zum Beispiel die ganzen Planeten im Universum. Sonne, Mond, Jupiter und all die anderen Planeten. Und wir sehen hier eine exakte Entfernung. Jetzt müssen wir uns die Frage stellen, wenn die Sonne ein bisschen näher an der Erde dran wäre, was würde dann passieren? Ganz einfach, wenn die Sonne ein bisschen näher wäre, was wäre dann? Ist es zu heiß gewesen? Stell dir mal vor, wir haben manchmal hier 40, 50 Grad. Wenn die Sonne ein bisschen näher wäre, was würde dann passieren? Würde dann Menschenleben existieren? Nein. Andersherum, würde die Sonne ein bisschen weiter weg entfernt, was würde dann passieren? Ja, es wäre dann zu kalt. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie und wer hat das so eingestellt? Des Weiteren, wenn wir uns anschauen, wie ein Mensch funktioniert, wie die Nieren arbeiten, wie das Gehirn arbeitet, wie das Gehirn in Bruchteilen von Sekunden Informationen aufnimmt und verarbeitet und dann weitergibt. Und du als Mensch, als Individuum musst nichts machen. Wenn du vor dem Rechner bist, dann musst du auch Programme schreiben und, sag ich mal, den Rechner tätigen können. Aber wenn du gehst, sagst du dann, ja, rechter Bein nach vorne, linker Bein nach vorne, jetzt einhalten, jetzt muss ich ein- und ausatmen. Das passiert alles automatisch. Des Weiteren, ganz einfaches Beispiel. Wenn wir hier ein Bild haben und du kommst in den Raum rein, dann denkst du ja auch nicht, ja, das Bild hat sich einfach aus dem Zufall zusammengefunden. Dann kommst du zum Entschluss, dieses Bild hat jemand gemalt. Wenn es ein Bild gibt, dann gibt es einen Maler. Zufälle, diese ganzen ungeplanten Sachen verursachen immer Chaos. Wenn man wirklich ehrlich ist zu sich und rational und objektiv die Sachen betrachtet, darüber nachdenkt, dann kommt man zum Entschluss, das ist nicht einfach so entstanden.